Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Tarek Ari und ich bin der Barber. Da uns Corona jetzt ein wenig zu Hause eingesperrt hat, möchte ich euch ein kleines Video zeigen, wie ihr den Bart zurechtschneiden könnt und auch ein bisschen in Form stutzen könnt. Also viel Spaß mit dem Video, viel Spaß beim Gucken, viel Spaß beim Nachmachen. Falls ihr Fragen habt, kontaktiert uns, wir können euch sicherlich helfen. Für die Rasur heute benötigen wir folgende Geräte. Erstens eine Haarschneidemaschine. Zweitens eine Maschine für die Konturen. Und zu guter Letzt möchten wir euch heute mal unseren Akkurasierer von Panasonic vorstellen. Es ist immer wichtig, dass ihr die Maschinen immer schön reinigt, schön desinfiziert und immer schön sauber haltet. Bevor wir mit dem Video beginnen, wollen wir euch auf zwei Sachen aufmerksam machen. Erstens das Tragen einer Schutzbrille, zweitens das Tragen einer FFP2-Maske. Als erstes nehmen wir ein Handtuch, um die Klamotten vor den feinen Haaren am Bart zu schützen. Bevor wir mit der Rasur endlich beginnen, brauchen wir noch einen Umhang. Und los geht's! Bevor wir anfangen, möchte ich euch erklären, wie wir bei dem Ganzen jetzt vorgehen werden. Diese Variante ist jetzt die einfache Variante, um die Übergänge sauber ineinander fließend rüberzubringen. Zunächst einmal nehmen wir die Aufsatznummer 6, also 6 mm, und kürzen diese Partie hier mit 6 mm in sich ein und machen den Übergang zum Kinnbereich. Anschließend werden wir mit 4 mm weiter den Übergang nach oben ziehen, danach mit 3, 2 und hier einen feinen Übergang nach oben säuberlich ausarbeiten. Auf der anderen Seite werden wir das Ganze dann andersrum machen, indem wir von oben mit kurz beginnen und den fließenden Übergang nach unten runterziehen. Diese Variante ist natürlich schwieriger, da man da mehr Macken reinhauen kann. Für den ersten Schritt haben wir jetzt die 6 mm und stecken die auf die Maschine. Worauf ihr achten müsst, bevor ihr loslegt, ist, wie die Gesichtsform und die Gesichtszüge des Kunden sind. Beim André sackt sein Kinn ab diesem Punkt hier ein. Also müssen wir darauf achten, die Kontur schön voll zu lassen, sonst haben wir hier eine Delle. Wir legen jetzt los, indem wir die 6 mm in diesem Bereich hier anwenden. Wir kürzen die Haare schön nach oben und mit einem leichten Schwung nach oben, um den Übergang dort reinzukriegen. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt eine abstehende Partie in dem unteren Bereich, wo wir eben rasiert haben. Also drehen wir die Maschine andersrum und schwenken die leicht nach oben, damit wir einen fließenden Übergang reinbekommen. Da soll jetzt nicht so viel Haar runterkommen, sondern nur ein leichter Übergang. Als nächstes nehmen wir die 4 mm, um weiterzumachen. Als nächstes nehmen wir die 4 mm und drehen an unserem Rädchen, um 2,0 drauf zu bekommen und nach bei dem Bart immer alles weiter runter zu arbeiten, um einen fließenden Übergang zu bekommen. Nun wechseln wir auf 3 mm und lassen die Maschine geschlossen. Zu guter Letzt für die obere Kontur nehmen wir jetzt 2 mm und arbeiten uns sauber an die Konturen an den Ohren sowie an der Partie vorne. Auf dieser Seite wollten wir euch zeigen, wie wir von kurz auf lang arbeiten. Dafür lassen wir die Maschine auf 2 mm offen. Nun setzen wir 3 mm auf die Maschine drauf und lassen die Maschine geschlossen.
Anschluss nehmen wir 4 mm und fangen geschlossen an und arbeiten uns langsam Schritt für Schritt vor. Zu guter Letzt arbeiten wir uns mit 6 mm weiter nach unten vor. Ihr solltet am besten die Hand an den unteren Rücken lehnen, damit ihr eine schöne gerade Haltung habt. Achtet darauf, damit ihr schön gesund und lange arbeiten könnt. Wie ihr eben mitbekommen habt, haben wir 2 Techniken gehabt. Zunächst einmal von lang auf kurz auf der rechten Seite und im Anschluss von kurz auf lang auf der linken Seite. Wie ihr sehen könnt, ist alles parallel verlaufen und beide Techniken haben zum Ziel geführt. Als nächstes arbeiten wir uns eine schöne saubere Linie von der unteren Wangenpartie bis hin zur Kinnpartie. Wir haben bei uns jetzt im Shop eine Nackenlehne. Natürlich wird der ein oder andere oder sicherlich alle, die jetzt zuschauen, nicht im Shop sind, keine Nackenlehne zu Hause haben. Falls ihr im Shop seid, am besten eine Nackenlehne nutzen. Einmal nach hinten bitte, André. So entspannt der André und wir können sauber arbeiten. Ihr müsst aber aufpassen, dass der Kopf nicht überstreckt ist, damit die Führungslinie nicht verzogen wird. Ganz wichtig ist, die Maschine auf der niedrigsten Stufe zu haben. Hier seht ihr jetzt die ausgearbeitete Linie, die schön gerade verläuft mit einigen abstehenden Härchen. Es ist im Liegen sowie in der aufrechten Haltung schön gerade. Die feinen Härchen, die noch leicht abstehen, nehmen wir einfach mit der Maschine weg. Natürlich freihändig, da solltet ihr aufpassen, dass ihr sehr vorsichtig arbeitet, um keine Macken in den Bart zu machen. Damit wir dasselbe Ergebnis links haben sowie rechts, müssen wir die Partie anpassen. Um die perfekte Linie zu finden, muss sich der André nach hinten lehnen und wir frontal gucken und vergleichen, wie wir die perfekte Höhe finden. Da wir nun frontal vor André stehen, können wir die perfekte Höhe ermitteln und so das bestmögliche Ergebnis rausholen, indem wir links sowie rechts auf derselben Höhe bleiben. Nachdem wir beide Seiten verglichen haben, setzen wir die Maschine nun auf der perfekten Höhe an. Falls es nicht der Fall sein sollte, dass ihr die Höhe wie auf der anderen Seite erwischt habt, ist es kein Problem, weil im Nachhinein kann man am besten nochmal korrigieren, als zu viel weggenommen zu haben. Da wir uns die Führungslinie an der Kinnpartie gesetzt haben, arbeiten wir uns jetzt von der Kinnpartie zur Wangenpartie hin, um eine perfekte Linie im Bart zu haben. Worauf ihr achten müsst, ist ganz wichtig, dass ihr immer parallel zu eurer Schnittlinie steht, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Jetzt könnt ihr im Verlauf der Linie sehen, wie die
Partie hier am Kinn eine leichte Kante hier vorne hat. Diese gleichen wir einfach aus. Da wir die untere Partie schön sauber ausgearbeitet haben, könnt ihr den schönen geraden Verlauf von beiden Seiten sehen. Und nun gehen wir zu der Seitenpartie über. Um die Seiten schön sauber auszuarbeiten, brauchen wir natürlich eine feine Maschine. Als nächstes werden wir eine schöne saubere Linie von oben nach unten führend schneiden. Hierfür stecken wir die Außenpartie der Haare einfach nur ab. Und wenn wir schon mal dran sind, arbeiten wir das Ganze in der Nackenpartie ebenfalls aus. Da wir schon mal dran sind, arbeiten wir die Konturen an der Schläfe sowie über dem Ohr aus, um eine saubere, führende Linie in den Bart zu bekommen. Das ganze Spiel wiederholen wir auf der linken Seite erneut. Schön die obere Partie mit der unteren Partie verbinden. Wie vorhin erwähnt, der ein oder andere mag es natürlich, aber hier wollen wir eine schöne, gerade führende Linie haben. Da wir wieder dran sind, machen wir die Nackenpartie wieder schön sauber. Um die Kontur des Bartes schön zur Geltung zu bringen. Kurz noch mit der Maschine an der Schläfe und über dem Ohr noch vorbei. Als nächstes nehmen wir erneut 6 mm auf die Maschine drauf und arbeiten den Schnurrbart schön in den Bart ein. Wir wenden die Maschine und schneiden von oben herab schön den Bart runter. Das hat den Vorteil, dass wir den Bart nicht komplett einkürzen, sondern die abstehenden Haare schön runterschneiden. Das ganze Spiel wiederholen wir auf der anderen Seite erneut. Natürlich gleiten wir nur mit der Maschine drüber und stechen nicht in seine Lippen. Zu guter Letzt nehmen wir die leicht abstehenden Haare an der Kinnpartie ebenfalls mit der Maschine runter. Da wir den Bart jetzt schön eingekürzt haben, haben wir noch leicht abstehende Härchen, die wir jetzt schön runterschneiden werden. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr nicht über die Lippenpartie geht, sondern schön tief bleibt.
Es ist ganz wichtig, dass bei dieser Arbeit die innere Wangenpartie schön sauber geschnitten wird, da die Haare sonst an der Lippe pieksen werden. Da wir vorhin von dem neuen Akkurasierer von Panasonic gesprochen haben, möchten wir diesen zum Einsatz bringen. Es gibt recht viele Männer, so wie André, die sehr empfindlich sind, da sie sich selten rasieren oder besser gesagt selten unterm Hals rasieren. Aus diesem Grund nehmen wir den Akkurasierer und arbeiten in die Wuchsrichtung der Haare. So haben wir kein Ziehen oder Zupfen. Am besten zieht ihr die Haut immer wieder schön straff, so könnt ihr viel, viel besser arbeiten. Nun könnt ihr vergleichen, links sowie rechts. Wir haben hier keine Rötung, hier sind die Haare noch vorhanden. Es ist jetzt, weiß ich nicht, in 30 Sekunden gemacht gewesen. Wir haben keinen riesen Aufwand gehabt. Es ist für Leute, die jetzt als Einsteiger kommen, ein bisschen angenehmer mit so einer Maschine zu arbeiten, als direkt mit dem Messer drauf los, um Schnittwunden oder ähnliches wie Hautirritationen zu vermeiden. Um einen schönen Verlauf beim André im Bart zu bekommen, werden wir jetzt die obere Kontur schön ausrasieren. Dafür benutzen wir ein Rasiergel, damit die Haut nicht so empfindlich darauf reagiert und nicht gereizt wird. Ganz wichtig, immer schön die Haut stramm ziehen. Nun werden die Härchen auch an der äußeren Partie ausrasiert. Mit wenig Aufwand, mit wenig Druck, einfach schön drüber rasieren. Es ist kein Muss, nur sieht das Ganze so sauberer aus. Das Ganze machen wir natürlich auf beiden Seiten. Wie erwähnt, ihr müsst die Haut immer schön stramm ziehen. Um ein perfektes glattes Ergebnis zu haben, arbeitet ihr einmal mit der Wuchsrichtung und im Anschluss einmal gegen die Wuchsrichtung. Falls ihr bei langen Haaren gegen die Wuchsrichtung rasieren solltet, reißt das Haar und somit ist es nicht gut für die Haut. Nun der letzte Feinschliff und dann ist die Rasur schon fertig. Wie erwähnt, die Haut immer schön stramm ziehen. Der gezeichneten Linie einfach folgen.
Nachdem wir die Konturen schön ausrasiert haben, brauchen wir natürlich noch ein Aftershave. Zu guter Letzt brauchen wir noch ein Bartöl. Hier könnt ihr das Ergebnis von André sehen. Ich hoffe, ihr seid so wie ich zufrieden. Viel Spaß beim Nachmachen.